In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich dir, wie du einen Baby-Elefanten mit der Airbrush-Technik sprühst. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Jeden Freitag kommt auf diesem Kanal ein weiteres Airbrush-Tutorial. Wenn du keine Videos verpassen willst, abonniere den Kanal. Gefällt dir dieses und du willst mehr solche Videos, dann gib dem Tutorial einen Daumen hoch und kommentiere mit Ja, ich will. Ich habe Skizzenpapier verwendet und Schminke Airbrush-Farben. Zunächst habe ich von Schminke Rot-Orange mit Cyan-Blau gemischt. Dabei 4 Rot-Orange und 1 Cyan-Blau und 6 Wasser. Vorgezeichnet habe ich wie immer mit einem Bleistift. Leicht vorgezeichnet, überschüssiges Graphit habe ich mit einem Radierer wieder entfernt, mit einem Knetradierer. Bei dem Elefanten habe ich ausschließlich Freihand gearbeitet. Ich habe dafür ungefähr auch wieder 6 Stunden gebraucht, bis 10 Stunden, so ungefähr. Ihr seht das Video auf 10-facher Geschwindigkeit. Ein bisschen was habe ich auch rausgeschnitten. Immer dann, wenn ich Farbe angemixt habe, habe ich das rausgeschnitten. Alle Materialien verlinke ich euch wie immer in der Infobeschreibung. Hierbei handelt es sich um Affiliate-Links, wofür ich eine kleine Provision erhalte, wenn ihr darüber bestellt. Wichtig, ihr habt dadurch keinerlei finanzielle Nachteile. Mit dem Rot-Orange-Cyan-Gemisch von Schminke gehe ich jetzt alle Konturen einmal nach mit der Airbrush-Pistole. Ich gehe da relativ nah dran mit der Airbrush-Pistole zum Untergrund und ziehe da feine Linien, wie ihr es seht. Ich achte auch darauf, dass die Linien abgerundet sind, mehr oder weniger, also zumindest die Kästchen, ne? Sonst sieht das später aus wie Schuppen, das will ich natürlich vermeiden. Elefanten hat natürlich keine Schuppen. Genau, und Schritt für Schritt baue ich das dann jetzt einfach so auf. Ich arbeite hier auch, wie ihr sehen könnt, mit einem Verlauf jeweils. Je weiter ich weggehe, desto streifenfreier wird auch der Verlauf. Manchmal gehe ich absichtlich näher dran, um auch eine Struktur in der Haut eben reinzubekommen, also eine Hautstruktur. Genau, und so baue ich das Schritt für Schritt auf. Und die feinen Linien, dann gehe ich eben natürlich näher dran mit der Spritzpistole. Mein Gott, schwieriges Wort. Ja, den Kompressordruck, das war ja immer eine häufige Frage von euch, habe ich auf 1,5 Bar eingestellt gehabt. Also gar nicht so hoch. Ihr könnt, je nachdem wie stark die Farbe auch verdünnt ist, auch weniger Druck nutzen. Dann könnt ihr noch näher rangehen. Nur nicht zu wenig, sonst sprenkelt die Pistole. Das wäre dann blöd. Falls ihr einfach mal Fragen habt, dann könnt ihr mir auch Kommentare schreiben. Ich verspreche, ich beantworte die relativ schnell. Und wenn ich auch mal was zu schnell erklärt habe oder ähnlich, fragt mich einfach. Und vor allem, mich interessiert auch, ne, ob euch das hier weiterbringt, ob euch die Videos weiterbringen, ja. Ob ihr schon was umsetzen konntet. Lasst es einfach mich mal wissen in den Kommentaren, ich würde mich freuen. Sorry, wenn ich das Bild hier mal mit meinen Handschuhen bedecke. Ist keine Absicht gewesen. Das Bild lebt hier von Helligkeiten und Dunkelheiten. Überall da, wo es heller sein soll oder sollte,
gehe ich weniger mit der Airbrush-Pistole drüber und neble weniger rüber mit der Farbe. Überall da, wo es dunkler sein sollte, gehe ich auch näher ran mit der Airbrush-Pistole und sprühe das dementsprechend auch dunkler und ziehe da auch dementsprechend schärfere Linien rein. Am Rüssel arbeite ich auch wieder mit einem Verlauf. Zuerst hinten eben die schärfere Linie und dann Schritt für Schritt mit der Pistole weiter weg und den Verlauf ziehen. Überall da, wo jetzt, ja, wie heißt das beim Elefanten, die Wulste reinkommen, ja, da gehe ich näher dran mit der Airbrush-Pistole. Und ansonsten arbeite ich relativ weit weg vom Untergrund her. Je weiter ihr auch vom Untergrund, Formaluntergrund wegarbeitet, desto größer ist auch die Gefahr von Sprühnebel. Ja, das passiert. Dafür gibt es Radierer. Macht doch da auf jeden Fall keinen Kopf. Passiert mir hier auch, wie ihr seht. Und das radiere ich gleich auch alles weg. Ich drehe auch häufiger das Bild, den Maluntergrund, damit ich auch in meiner bevorzugten Sprührichtung sprühen kann. Ist einfach besser vom Resultat auch her. So fühle ich mich dann wohler mit der Sprühpistole und das klappt auch ganz gut. Blöd ist es nur später bei Customer Painting Geschichten, also beim Moped oder beim Auto könnt ihr ja nicht immer drehen. Ist ein bisschen zu schwer dafür. Dann zwischendurch, ja, übe ich das dann auch mal. Bei den Wimpern jetzt versuche ich die Linien nach hinten hin bzw. nach vorne oder nach oben hin verjüngen zu lassen. Das macht ihr, indem ihr am Anfang einmal viel Farbe gibt und hinten langsam die Luft auch und die Farbe loslasst. Aber wirklich langsam, ansonsten gibt es diese blöden Stopppunkte, die keiner braucht. Wenn das am Anfang noch nicht klappt ohne Stopppunkte, macht euch da keinen Kopf. Das braucht auch wieder Zeit. Habt da einfach viel Geduld und bleibt dran, übt das fleißig. Gegebenenfalls auch mal zwischendurch langweilige Strichübungen machen. Die musste ich leider auch erdulden. Und ja, das Ergebnis meiner Meinung nach kann sich sehen lassen. Um die Pistole dementsprechend auch zu führen, habe ich immer noch als Unterstützung die zweite Hand. Also ich habe hier nicht die Pistole nur in einer Hand, sondern ihr seht immer die unterstützende Hand, die zweite Hand dazu. Wenn ich nicht auf dem Untergrund aufliege, am besten, das ist meine bevorzugte Methode, das bleibt aber jeden auch überlassen, wie er es machen möchte oder wie er es am besten kann, dass ich quasi die Führungshand auf dem Untergrund auflege. Da ich hier aber auf einer kleinen Staffelei arbeite, die ist nicht so stabil auf dem Tisch, ne, wegen der Kamera auch, ja, kann ich mich da nicht quasi so drauf auflehnen, dann kippt das Ding um.
Wenn es noch am Anfang nicht so hinhaut, dass ihr ja zweimal dieselbe Linie trefft, beziehungsweise dreimal dieselbe Linie, ist auch Übungssache tatsächlich. Erfordert viel Geduld, viel Übung und da auch einfach dranbleiben. Manchmal war es bei mir auch sehr frustrierend am Anfang. Das hat bei mir auch nicht alles geklappt. Ja, jetzt geht es immer allmählich besser, wie ihr seht. Falls ihr auch mal einen Wunsch habt bezüglich eines Motivs, was euch brennend auf der Seele liegt, ja, sagt es mir auch in den Kommentaren. Ich freue mich darüber und ich schaue dann mal, ob ich das dann für euch sprühe, wenn es denn euch interessiert. Also Kommentar hinterlassen und dann schaue ich mal, was ich machen kann. Den kompletten Elefanten bis hierhin habe ich jetzt nach wie vor mit diesem Rot-Orange-Cyan-Gemisch gesprüht. Also 3 bzw. 4 Teile Rot-Orange, 1 Teil Cyan mit 6 Teilen Wasser. Und da dementsprechend lege ich auch die Dunkelheiten an. Später werde ich nochmal mit Schminke schwarz nochmal über die ganz krassen Dunkelheiten drüber gehen, damit der Kontrast einfach besser wirkt. Das seht ihr auch dann gleich oder zumindest beim Endergebnis. Also bleibt weiter dran.
Nach diesem Sprühdurchgang fange ich jetzt an mit einem weichen Faber-Castell Stiftradierer zu radieren, allmählich die Hautstruktur auszuradieren, beziehungsweise auch die Helligkeiten da einzuarbeiten. Dann wirkt das einfach noch plastischer, der Elefant, vor allem hier im Auge. Die Lichtkanten bzw. die Spiegelung, die ist schon sehr, sehr stark, sehr extrem. Und da habe ich jetzt auch den Sprühnebel ausradiert. Jetzt gehe ich hier weiter am Ohr, arbeite da die Struktur ein, damit es auch dementsprechend nach Elefantenhaut auch aussieht. Nachdem ich dann gleich die Radierarbeiten abgeschlossen habe, gehe ich dann nochmal mit der Airbrush-Pistole drüber, damit es auch nicht so ausradiert aussieht. Daher übersprühe ich das nochmal dementsprechend. Ja, und dann hat die Wirkung, oder dann wirkt es auch schon dementsprechend anders und sehr naturalistisch, wie ich finde. Damit die Struktur jetzt vom Elefanten da richtig rauskommt, vor allem jetzt am Rüssel, habe ich unten die Dunkelheiten gelassen und nach oben hin den Verlauf gesprüht und ganz oben das Ganze ein bisschen ausradiert. Ja, hier seht ihr, jetzt gehe ich nochmal dort entlang, wo es doch eher aussieht, als wären es Elefantenschuppen, die es nicht gibt. Die übersprühe ich jetzt nochmal, dass das dann auch später wirklich als Hautfalten wirkt und nicht als Schuppen. In der Reflexion des Auges werde ich jetzt noch ein paar Wimpern einarbeiten, die sich einfach im Auge oder im Auge spiegeln, damit es auch naturalistischer wirkt. Da versuche ich auch, die Wimpern verjüngen zu lassen. Ne, hinten gebe ich einfach mehr Farbe, mehr Luft, nach vorne hin dann einfach weniger und ganz langsam absetzen, sonst gibt es wieder diese blöden Stopppunkte. Hier arbeite ich auch schon jetzt mit den verdünnten Schwarz von Schminke. Ich habe da jetzt 3 Wasser genommen, oder 4 Wasser war das sogar, und einen Tropfen Schwarz, damit das nicht zu knallig schwarz wird. Ja, und die Abgrenzung aber schön rauskommt. Überall da, wo es besonders dunkel ist, also sprich im Innern des Ohrs
oder hier unter dem Auge, unter der Mundfalte. Da sprühe ich jetzt nochmal extra mit dem Schwarz rüber. Ich gehe jetzt hier auch die einzelnen Falten nochmal durch. Ja, so wie ihr das eben seht, kommen die Konturen bzw. die Kontraste besser dann raus. Und der Elefant wirkt einfach noch plastischer. Jetzt radiere ich einmal grob den Sprühnebel weg, also von den Konturen. Einmal vom Kopf, besonders da habe ich viel umgesprüht. Ganz wird es jetzt nicht weggehen, ist aber auch nicht schlimm, denn später kommt dann auch ein dunkler Hintergrund noch dorthin mit ein paar Helligkeiten eingearbeitet. Mein Anspitzer hat den Geist aufgegeben, daher das Cuttermesser. Es gibt ja auch Elektroradierer. Hier habe ich mich allerdings bewusst für den Radierstift vom Faber-Castell entschieden, da der einfach viel weicher ist und das sind ja keine harten Konturen dort. Ja, ich will ja auch einen radierten Verlauf haben, wenn man so will. Und daher nehme ich diesen Radierer und keinen Elektroradierer, wobei ich mir das manchmal wünsche, weil das einfach einfacher ist. Den Hintergrund sprühe ich jetzt bewusst fleckig, so dass es einfach aussieht, dass das eine fotografische Unschärfe ist. Ja, lasst euch gleich überraschen, wie es dann aussieht. Und ich gehe jetzt hier nochmal bei den Helligkeiten mit Weiß drüber, von Schminke. Da habe ich relativ unverdünnt gearbeitet, 3 Weiß, 3 Wasser.